Ist auch immer ein Traum für dich hier so, ne? Hast du immer so ein Dampfbad, wo du dein Gesicht reinhältst, öffnet die Poren? Ja, mal mehr, mal weniger. Ne? Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. Nach der Völlerei über Weihnachten starten wir ganz entspannt ins neue Jahr und machen ein schnelles Gericht mit Lachs, Gemüse, rote Beete und Avocado. Mein heutiger Gast, Julian Brandt. Moin. Moin. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, danke. Wir fangen heute an mit einer ganz entspannten Sache. Also, wir haben den Lachs, wir haben den Ora King Lachs. Sehr, sehr gute Fette und gute Proteine. Braucht man keine Sorge mit haben. Das paaren wir mit einer Avocado, aber die werden wir ein bisschen anbraten. Und dann gibt es Rapa. Rapa-Gemüse ist wilder Brokkoli, den man schön anbraten kann mit ein bisschen Zwiebelchen. Und das Ganze toppen wir noch mit ein bisschen rote Beete. Ich würde sagen, wenn du schon mal die Avocado einmal halbierst, und zwar einmal so. Ich halbiere die nur andersrum. Ja? Ja, kann man ja auch machen. Dann kannst du die wunderbar aufdrehen. Und dann ein kleiner Trick immer, einmal mit dem Messer rein. Dann kriegst du den Kern wunderbar raus. Und dann einmal schön auslöffeln. Den Lachs. Der Lachs ist auf der Haut. Man kann ihn entweder auf der Haut braten. Wenn die Haut schön knusprig ist und gut geschuppt ist, kann man ihn natürlich auch mitessen. Ist aber bei uns nicht so angesagt. Muss ich so sagen, wie es ist. Wir nehmen die Haut immer runter. Es geht ganz einfach. Auf die Hautseite hinten den Zipfel festhalten, mit dem Messer drunter und dann ganz langsam an der Haut entlang fahren. Die Avocado nehmen wir jetzt. Und zwar kannst du die einmal halbieren und dann nochmal halbieren. Die beiden auch. Check. Und dann kannst du die einfach ins Mehl legen erstmal. Was ist denn dein absolutes Lieblingsgericht? Ich komme ja aus dem Norden. Ja. Was ich extrem geil finde, was die Leute, glaube ich, hier weniger kennen, ist Kohl und Pinkel. Du kennst das, ne? Also ich kenne das tatsächlich. Aber das ist schon wieder... Das ist bei uns nur Und verbreitet. Das kennen die Leute hier nicht. Also Pinkel ist Das ist ja eine Wurst sozusagen und Kohl ist halt Kohl. Ja. So Grünkohl und das mag ich extrem gerne, aber das kann ich jetzt auch nicht jeden Tag sehen. Ne? Ja, das glaube ich schon. Die Pfanne muss heiß sein und dann legen wir den Lachs da rein. Die Avocado melieren wir hier ein bisschen und die geben wir dann danach tatsächlich auch mit in die Pfanne rein und braten die ein bisschen. Was wir dann nehmen, ist unser Rapa-Gemüse. Das Rapa-Gemüse kommt aus Italien und ist wie so ein wilder Brokkoli. Und man sieht das bei manchen auch ganz gut, wie hier zum Beispiel. Da siehst du, dass hier eigentlich schon so die Brokkoli-Knospen kommen. Ne? Und den schneiden wir jetzt einfach ganz grob runter. Und dann kannst du ihn einfach so runterschneiden, dass du so Stücke davon hast. Bei dem Lachs sieht man jetzt schon wunderbar, dass er an den Rändern richtig schön goldbraun wird. Ja? Und das ist genau die Farbe, die wir brauchen. Und dann geben wir in die Pfanne hier direkt die Avocado mit rein. Die Avocado haben wir extra meliert, damit die nicht in der Pfanne kleben bleibt und damit wir der Avocado so eine leichte Kruste geben können. Ist auch immer ein Traum für dich hier so, ne? Hast du immer so ein Dampfbad, wo du dein Gesicht reinhältst, öffnet die Poren? Ja, mal mehr, mal weniger. Ne? Hier auf jeden Fall ein bisschen Salz dran. Was gab's denn bei euch an Weihnachten? Gibt's da was Traditionelles? Nee, wir sind gar nicht so die Traditionellen. Ich sag's dir ganz ehrlich, wir haben schon Kreuz und Quer gegessen an Weihnachten. Manchmal haben wir gar keinen Bock auf irgendwas und hauen uns einfach Pizza rein. Das ist bei uns kein Thema. Jeder so, wie er will. Ne? Ist auch das Einzige, was traditionell ist, ist die Weinflasche. Die ist auch gut. Ja. Ist auch zum Kochen immer ganz schön. Muss man immer nur aufpassen, wenn man anfängt mit dem ersten Glas trinken, bevor man es verkocht hat, dann ist meistens nicht mehr viel zum Kochen da. Ne? Der Rapa ist ein relativ bitteres Gemüse, deswegen geben wir hier ein bisschen Zucker mit dran. Das karamellisiert den und das nimmt ein bisschen die Bitterstoffe raus. Was uns noch fehlt zu unserem Gericht, ist ja die rote Beete, über die wir gesprochen haben. Und dafür nehmen wir ein Töpfchen. Rote Beete kann man mittlerweile wunderbar auch schon fertig gekocht kaufen. Da gibt es in der Bio-Ecke immer so kleine Knollen, die sehen ein bisschen dunkler aus als die anderen. Aber das ändert an dem Geschmack nichts. Ganz im Gegenteil, der ist noch viel, viel besser.
Wenn man rote Beete selber kocht, dann muss man auf jeden Fall viel Zeit einplanen, weil so eine rote Beete kann locker mal 35, 40 Minuten dauern, bis die auch wirklich gar ist. Weil wir es ein bisschen schneller brauchen, haben wir die jetzt gekocht genommen, einfach nur gewürfelt. Und was wir machen ist, wir geben ein bisschen Zucker in den Topf. Den lassen wir leicht karamellisieren und löschen das dann gleich mit ein bisschen Essig ab. Den steht schon mal dahin. Dann hast du so das Gefühl, als wenn du was mit Wein gemacht hättest. Das lassen wir kurz einkochen und dann machen wir da drin die rote Beete quasi nur noch warm. Was wir als Topping noch haben, ist Meerrettich. Schon mal frischen Meerrettich gesehen? Ne. Kochten auch nicht. Nein, ich dachte gerade aus dem Norden, Fisch mit Meerrettich. Ist das nicht so? Ne, ich bin nicht so der Fischliebhaber, wenn ich ehrlich bin. Also Lachs finde ich geil. Was mit so einem Krabbenbrötchen? Oder auch nicht? Ja, aber esse ich sehr, sehr, sehr selten, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich auch gut, aber die meisten Fische, mit denen kann ich sie anfangen. Das ist, wenn du da musst du vorsichtig sein. Das ist ein bisschen wie bei Sushi, wenn du an Wasabi riechst. Wasabi ist ja eigentlich auch Meerrettich, nur halt grüner. Gibt es eigentlich was du gar nicht magst? Pilze. Sonst gar nichts? Sonst bist du da komplett? Ja, es gibt bestimmt ein paar Sachen. So Auberginen finde ich auch nicht so geil. Ja, Aubergine ist doch schwierig, ne? Also so ein paar verschiedene Fische, Auberginen, Pilze, das sind alles so, das liegt glaube ich auch an den Konsistenzen. Wenn sie dann gerade gekocht sind, sind sie so weich und damit kann ich mich nicht anfreunden. Trüffel finde ich noch okay, weil sie eher so drauf sind. Die sind ja meistens auch nicht groß gekocht, sondern eher so ein bisschen in ganz leichte Scheiben geschnitten. Ja. Aber Pilze wirklich, wenn ich irgendwo sehe, dass da Pilze drin sind, da kriege ich Gänsehaut von Spitze bis Zehe. Ja. Wahnsinn. Hier machen wir jetzt in unsere rote Beete, reiben wir ein bisschen Meerrettich rein. Wir haben unseren Lachs sehr, sehr knusprig gebraten von der anderen Seite. Das sieht man gleich wunderbar. Nochmal der Lachs, gute Omegasäuren, gute Fette, dazu die Avocado, was sich bestens ergänzt. Wir haben unser Gemüse mit den Vitaminen, der Rapa, der wilde Brokkoli und toppen das Ganze mit ein bisschen rote Beete, die wir mit Essig angemacht haben und frischem Meerrettich. Das wird ein absolutes Gedicht. Unser perfekter Start ins neue Jahr. Schnell, gesund, lecker. Besser geht's gar nicht. Da wollen wir mal schauen, was wir da Schönes gezaubert haben, oder? Wahnsinn. Und was sagst du? Ich bin ja persönlich nicht so der rote Beete-Fan, aber das finde ich schmeckt sehr geil. Das ist ein bisschen die Süße und die Säure, ne? Und das macht richtig Spaß. Julian, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War mega cool. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr gerne. Bist immer herzlich willkommen. Ne? Und wir machen bestimmt noch mehrere Folgen. Würde ich mich freuen, wenn ich dich nochmal wiedersehe. Euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Ein gutes Jahr. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.